Intelligenz versus Wissen. Weiter mit der Frage: Kann eine Maschine jemals wirklich als intelligent angesehen werden? Im Jahr 1980 entwickelte John Searle, ein amerikanischer Philosoph, einen zweiten Test. Ganz genau. Künstliche Intelligenz ist kein neues Konzept, denn sie wurde im Laufe der Geschichte entwickelt und getestet. In diesem Fall heißt der Test chinesisches Zimmer. Sehen wir uns an, was genau dahinter steckt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Mandarin sprechen, aber Ihr Freund nicht. Ihr Freund betritt einen Raum, gefüllt mit Symbolen und einem Regelbuch. Im Regelbuch steht: Wenn Sie dieses Symbol sehen, antworten Sie mit diesem Symbol. Sie befinden sich außerhalb des Raumes und senden Ihrem Freund eine Nachricht auf Mandarin. Ihr Freund im Raum versteht Mandarin nicht, befolgt aber das Regelwerk. Er sieht sich die Symbole an, findet das Muster heraus und reagiert entsprechend. Wenn Sie die Antwort erhalten, denken Sie vielleicht, dass Ihr Freund Mandarin versteht. Aber in Wirklichkeit befolgt er einfach eine Reihe von Regeln, ohne die Sprache zu verstehen. Dieser Test soll zeigen, dass Wissen und Intelligenz zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Wenn es um KI geht, spricht eine Maschine vielleicht kein Mandarin, aber sie weiß, wie man das Muster erkennt und mit einer Nachricht antwortet. Wahrscheinlich werden Sie nicht täglich mit Mandarin konfrontiert, aber die Interaktion mit virtuellen KI-Assistenten wie Siri ist für viele Teil der täglichen Routine geworden. Wer hat Siri nicht schon einmal gebeten, einen Witz oder eine Geschichte zu erzählen? Letztendlich wandeln diese Gespräche unsere Sprache in etwas um, das sie erkennen können, und suchen dann letztendlich nach einer Übereinstimmung in ihren Datenbanken. Sehen wir uns ein weiteres Beispiel dafür an. Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich nicht wohl und kommen zu einem Termin in die Arztpraxis. Sie gehen eine Reihe von Fragen durch, die von den Sprechstundenhilfen gestellt werden. Wie lange fühlen Sie sich schon so? Wie bewerten Sie Ihren Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10? Dann überprüfen Sie Ihre Vitalparameter und wenn Sie schließlich den Arzt oder die Ärztin sprechen, wiederholen Sie viele der gleichen Informationen. Das ist also ein sich wiederholender Prozess, der Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Wenn wir den Unterschied zwischen Wissen und Intelligenz verstehen, kann uns das helfen, diese Prozesse effizienter zu gestalten. Stellen Sie sich nun die gleiche Situation mit einem anderen Lösungsweg vor. Bei der Ankunft in der Arztpraxis stellt ein KI-System all diese Fragen. Es analysiert schnell Ihre Antworten, erfasst Ihre Vitalzeichen und alle anderen relevanten Daten. Wenn Sie dann mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen, hat das System bereits eine vorläufige Diagnose, basierend auf den identifizierten Mustern erstellt. Es beschleunigt den Prozess, sodass effizienter auf Ihre Bedürfnisse eingegangen werden kann. Dieses System arbeitet intelligent auf der Grundlage der Muster innerhalb der erfassten Daten und beschleunigt den Diagnose- und Behandlungsprozess. Wie wir gesehen haben, sind Wissen und Intelligenz zwar miteinander verbunden, aber dennoch grundverschieden. Bei Wissen geht es darum, die Welt um uns herum zu verstehen, während es bei Intelligenz darum geht, dieses Wissen auf neue und innovative Weise anzuwenden. Aber was steckt hinter dieser Programmierung? Wie kann KI Muster erkennen, Vorhersagen treffen und aus früheren Erfahrungen lernen? Die Antwort lautet: Daten.